Hey Leute, willkommen bei meiner ersten Folge meiner UI Elements Serie, die folgen wird. Wie ihr sehen könnt, wir werden mit dem UI-Button anfangen, den wir schon häufiger verwendet haben. Ich hatte erst überlegt, ob ich einen Sample-Code, also einen Beispielcode, machen möchte mit die komplette Dokumentation abdeckt über den UI-Button, die englischsprachige. Aber da ich euch nicht so lange warten lassen möchte, bis ich dieses Tutorial komplett fertig habe, werde ich jetzt Kategorien fertigen, wie sie auch in englischsprachigen Dokumentationen vorgesehen sind. Eine davon ist, wie man einen UI-Button erstellt. Wir werden heute das machen, wie man einen Button erstellt. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier den verschiedenen Button-Types, den Custom-Button, den Rounded-Rect-Button. Dies übrigens sind alle Rounded-Rect-Button. Den Detail Disclosure, Info-Light, Info-Dark, Contact-Add. Die letzten vier kennt ihr alle. Ihr werdet nur vielleicht eventuell nicht gewusst haben, dass UI-Buttons sind. Also der Type Custom ist wirklich nichts. Also wir haben hier einen erstellt, ich bin ein Custom-Button. Ist wirklich nichts anderes als nichts, wo man den Text ändern kann. Man muss halt alles selber machen. Darum Custom. Der RunDirect, der hat hier schon dieses blau unterlegte vorprogrammiert und man hat diesen den blauen Schriftzug, der beim Anklicken weiß wird. Ja, also ist ganz praktisch. Detail Disclosure kennt jeder. Wenn man draufklickt, bekommt man noch so besondere extra Informationen, die nochmal etwas genaueres darüber besagen. Häufig verwendet, wenn man so eine Tabelle hat mit vielen Sachen. Info-Light, ja, Info-Button, genau, hier die Besonderheit, wenn man draufklickt, wird immer der Klick angezeigt, kann man mit allen anderen Button übrigens auch machen. Aber kennt jeder hier, wenn man bestimmte Informationen will. In der Regel dreht sich denn die View so einmal. Gibt es auch nochmal eine dunkle Variante in Type Info Dark und den Contact Add, kennt jeder, Kontakt hinzufügen. Wir werden heute diese App programmieren, wie man diese Button hinzufügt oder wie man den Button erstellt. Das ist ganz einfach. Wenn ich jetzt Xcode verwende, genau hier Xcode. Wir erstellen ein neues Projekt wie immer. Single View Application. Create Button. Create Button reicht. Suchen uns möglichst ein Speicherort. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Schreibtisch. Ach ja, es wird natürlich wie immer auch wieder diesen Code herunterladbar sein. In meinem Blog ganz unten unter Source Code, immer leicht zu finden. Naja, genau, das wollen wir ja am Ende hier rausbekommen. Das heißt, wir gehen wieder in unseren View Controller, weil wir wissen, das ist die View, die angezeigt wird. Für alle, die sich darüber noch wundern. Mein allererstes Tutorial, Hallo Welt, klärt darüber nochmal auf. Sonst sieht man es ja auch im App Delegate. View Application did finish launching, sieht man hier der View Controller jetzt, ne? Jedenfalls, so, der ist es. Der wird beim Start geöffnet. Das heißt, wir wollen das so ein bisschen individualisieren. Klicken einfach hier nochmal auf die View, können unter dem Attributes-Reiter hier, wie ich es immer gern mache, eine Textur verwenden. Einfach mal Scroll View verwende ich immer ganz gern. Und Überschriften sind auch immer ganz wichtig, damit Leute wissen, was gemeint ist. Create Button, was anderes machen wir hier nicht. Wir machen das Ganze ein bisschen größer und sagen, auch mal ganz schön ist dieses Markerfeld, sieht immer locker aus. Und gerade jetzt hier vielleicht das Richtige. Dann vergrößern wir den Button einfach ein bisschen, klack. Schon sieht es ganz schick aus. Was immer cool ist, ist dieser Shadow. Zack. Sieht ein bisschen besonders aus. Genau. Dann haben wir hier ein bisschen Platz gelassen, wie man sieht, um den Button zu erstellen. Und haben eine Reihe von Button gemacht. Es gibt 6 an der Zahl. Fangen wir einfach mal an. Zack. Und der erste heißt, wir machen jetzt einfach nur, ich mache es jetzt ein bisschen leichter. Contact Add.
Oder wir machen es noch leichter. Das ist der Add-Button. Drüber kommt der Info Dark. Info Light. Detail Disclosure. Das ist einer von den etwas längeren. Mir fällt jetzt auch leider gerade nicht ein, wie wir das abkürzen können. Hast du Changes Detail Disclosure. Ja, das ist übrigens, ich weiß, wenn ihr schon ein paar Tutorials gelesen habt oder gehört habt, geschaut habt, wie auch immer, wird euch vielleicht auffallen, dass Programmierer äußerst ungern viel tippen. Also Copy-Paste ist der Freund des Programmierers. Und natürlich einfach auch kurze Namen etc. Das sind alles Sachen, die einfach das Programmiererherz freuen. Okay, was haben wir noch? Rounded, Rect und Custom. Steuerung D verwende ich übrigens. Also CMDD, nicht Steuerung, CMDD. Rounded, Rect. Und dann brauchen wir noch den Custom. Immer schön auf diese blauen Striche, Vorgaben achten, weil das macht es einfach schöner. Custom. Okay. Obwohl, das lassen wir. Wir machen einfach Steuerung D wieder. Ich soll es erstellen. Einziger Fehler ist, dass es zu groß ist. Und das können wir ändern. Und dann hat sich mein Film mir erlaubt zu tragen. 17. So. Jetzt haben wir 17. Passt. So, dann haben wir das User Interface eigentlich fertig. Mehr brauchen wir nicht. Schaut ganz schick aus. Wir müssen nur halt noch die Funktionen ausführen. Was brauchen wir die Funktion? Wir brauchen 6 Funktionen, die, wenn wir darauf klicken, diesen Button jeweils erstellen. Das heißt, wir brauchen überhaupt erstmal einen Button, der erstellt wird. Button. Nehmen wir einfach Create Button, weil das ist ja, es ist ein Button, der erstellt wird. Okay, außerdem gibt es die Funktion Create Custom. Klar. Wir createn einmal den Custom, dann den Rounded Rect. Mal Copy Paste. Dann erstellen wir ein Detail Disclosure. Detail Disclosure. Dann haben wir noch das Info Light. Wir haben Info Dark. Und wir haben Contact. Okay, wir haben 6 Stück. Aber die Funktionen können ja noch rein gar nichts. Also brauchen die auch noch Innenleben, sage ich mal. So, hier müssen wir jetzt einfach mal streng logisch vorgehen. Wichtig ist erstmal, ja, wenn wir schon den Button einmal erstellt haben, dann wollen wir ihn nicht mehr haben. Das heißt, er muss weg von der View. Das heißt, wir sagen einfach unser Create Button, der soll removed werden from Superview. Das heißt nichts anderes, als dass er genommen wird und von unserer View, die dargestellt wird, also View ist sozusagen das hier, und es wird halt davon runtergenommen. So, jetzt haben wir erstmal keinen mehr drauf. Wir wollen aber eigentlich einen drauf haben, richtig? Also müssen wir überlegen, was für einen Button wollen wir erstmal haben. Ups. Create Button ist erstmal ist ein UIButton und das ist ein Button with Type. Und das ist Create Custom, also ist ein UIButton Create Custom. So, jetzt das Problem, der ist einfach nur leer, da sehen wir nichts. Wir wollen was sehen. Also müssen wir Set-Title machen. Set-Title for State, also ein Title ist klar. Ich bin ein Custom Button. Okay.
For State heißt nichts anderes UI Control State, vielleicht kann man das sehen, genau, UI Control State. Es gibt den UI Control State Normal, Highlighted, Disabled, Reserved, Selected. Also normal ist einfach, wenn er dort ist, und wenn man da den Titel für setzt, dann ist der immer, egal was passiert. Wenn man noch extra einen haben möchte, wenn Disabled, also wenn er nicht klickbar mehr ist, also wenn man es so einstellt, komme ich auch nochmal zu, dann wird der Titel nur dann eingefügt, wenn er dann nicht mehr enabled ist, also disabled ist. Highlighted, also während des Klicks, oder Quatsch, selected während des Klicks. Highlighted ist, ja, das muss man in State setzen, das geht schwerer. Also wir nehmen einfach normal, dann läuft man eigentlich richtig. Und jetzt wissen wir gar nicht, wo unser Button hin soll. Okay, wir haben gesagt, unser Button soll hier hin, da in dieses Feld. So, wir machen ihn so groß etwa, damit der Titel auch immer gut reinpasst. So, jetzt könnt ihr sehen, unser Button liegt hier. Ja. Das Koordinatenfeld geht von hier oben lang. Wir haben einen x-Wert 36, einen y-Wert 71, die Breite 248 und die Höhe 37. Okay, das ist alles schön gut, aber unser Button hat es ja alles noch nicht. Das heißt, wir müssen erstmal sagen, wo er liegen soll in seinem Koordinatensystem des iPhones. Dafür gibt es Frame, das beschreibt nichts anderes als die Lage im Koordinatensystem und weisen dem Ganzen einen Wert zu, und zwar ein cgRectMake. cgRectMake ist einfach, da gibt es diese 4 Koordinaten, die man dem Frame zuweisen kann. Also sozusagen macht es den Frame, der zugewiesen wird. Und wir hatten unsere Koordinaten gerade hier gesehen. 36, 71, also 36 hier, 71 hier, 248 hier und 40 hier, wenn mich nicht alles täuscht. 37, 37, nicht 49, 37. Nicht zu vergessen am Ende das Semikolon und zack, wir haben unseren Frame. Das heißt, wir wissen jetzt auch, wo er im Koordinatensystem liegt. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist zu sagen, dass er überhaupt auf die View draufkommen soll. Das heißt, wir machen jetzt einfach, wir müssen auf unsere eigene View, die wir ja sehen, das ist nichts anderes als der View Controller, die View, also das Interface, also nicht die Klasse, sondern das Interface, und auf dieses Interface möchte ich was drauflegen. Und wir legen eine Unterview sozusagen drauf, also Subview nennt man das Ganze. Und das kann jedes UI-Element sein, also zum Beispiel diese UI-View oder aber unser Create-Button, also generell ein UI-Button ist möglich. Und schon müsste das funktionieren. Wir machen jetzt wieder Copy-Paste, fügen das bei Create Rounded Dragged ein und sagen einfach nur, dass das UI-Button Rounded Dragged ist. Wie man sieht, wir machen es wieder, wir löschen den vorhergehenden, wenn er dort war, sagen, was für ein Typ wir haben wollen. Ach ja, und ich bin Rounded Dragged Button, sagen, was es ist, geben einen Titel, weisen wieder den Frame zu und fügen ihn dann erst der View zu, sodass man einen fertigen Button zu sehen bekommt. Ja, auch hier wieder bei Detail Disclosure. Der Unterschied ist, der Detail Disclosure der Detail Disclosure Button schaut so aus. Ja, das heißt, der hat keinen Titel. Das heißt, das ist beim Detail Disclosure hier alles eigentlich Schwachsinn, darum kommt es weg. Wir sagen, es ist ein UIButton, und zwar ein Detail Disclosure Type. So, schon haben wir das auch. Und natürlich müssen wir das hier machen. Type Info Light. Zack. Und Info Light da, Info Dark. Zack. Und unser letztes Add Contact. Da müssen wir einfach Contact Add. Da haben wir es. UIButtonType Contact Add. So, jetzt haben wir einfach nur verschiedene Typen spezifiziert, immer den gleichen Frame, also es wird immer an der gleichen Stelle erscheinen. Wir haben ihn immer vorher weggenommen und haben ihn dann wieder hinzugefügt auf die View. Und gegebenenfalls den Titel bestimmt. Hier ist das Title, also das Title Attribute. Ja, jetzt müssen wir nur noch die Actions verbinden, die Methoden mit dem User Interface.
Machen wir einfach. Also erstmal den brauchen wir nicht, der muss weg. Der macht ja gar keinen Sinn, den wollen wir erst erstellen. Create Add Contact, das wäre der da unten. Touch Up Inside. Create Custom, das wäre der. Ups, wir wollten nicht alles markieren. Touch Up Inside. Detail Disclosure. Info Dark. Touch Up Inside. Info Light. Touch Up Inside. Create Round Rect. Da. Touch Up Inside. So. Und jetzt, wenn alles funktioniert, schließen wir das ganz kurz, müsste das funktionieren. Wir müssten immer hier unseren Button erstellen können. Okay, einen Moment warten. Und da haben wir es. Ich bin ein Custom Button. Ich bin ein Round Drag Button. Das ist ein Detail Disclosure Button. Das ist Info Light, Info Dark. Und das ist Add, dieser Add Contact Button. Man kann dem Ganzen natürlich auch alles Funktionen noch hinzufügen. Also, dass, wenn man den erstellt, dass dann was passiert, wenn man draufklickt. Kommt alles noch. Also das ist erstmal jetzt, wie man einen Button erstellt. Ich werde jetzt viele einzelne dieser kleinen Tutorials machen, zu den ganzen Hauptpunkten, die es in der englischsprachigen Apple-Dokumentation gibt. Und am Ende werde ich einen großen Source Code, also diesen Beispielcode, veröffentlichen, wo alles drin ist. Ne? Da gibt's dann, da kann man anklicken und das ist praktisch die komplette Dokumentation auf Deutsch mit Beispielcode. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich darauf. Und dass euch das überhaupt hier erstmal weitergeholfen hat. Source Code gibt es wie immer bei mir im Blog, unten unter Source Code. Da ist der Beispielcode, da kriegt ihr das Projekt. Viel Spaß damit!